So, ahoi meine lieben Sydkas hier und herzlich willkommen zur nächsten Folge Life is Strange Remastered. Die nächste Episode beginnt in 2:1. Auf geht's. Darkroom. Ja, das war damals ein Episodenspiel, als es das erste Mal rauskam. Man hatte immer so 2, manchmal 3 Monate. Nee, so 2 Monate war so der Rhythmus für eine Episode. Es war schon interessant, was damals so in den Foren und Kommentarspalten diskutiert wurde zwischen den Episoden. So, Remastered wurde hier alles in 1 rausgebracht. Auch hat sich die Story nicht wirklich geändert. Ja, es ist, wir bauen nochmal einen Todesstern. Aber halt einen, der ein bisschen schicker aussieht. Ja, am Strand von Arcadia Bay sind jede Menge Wale gestrandet. So, und wir hatten die Geschichte geändert, ja. It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper. That's so Max. So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Pretty much, yeah. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. I kind of know how they feel. At least, I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? There's not much to say. Some prick in an SUV cut me off and I flew into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap and that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. Ach so, in der Realität haben ja Chloe und Rachel sich dann offensichtlich nicht getroffen.
You mean Rachel Amber? When was the last time you talked to her? Never. I just read about her in the news. I didn't even know her name. You did? This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. It might be, but I'd like to think we can still change things for the better. I'd like to think that too, but I don't have much hope these days. I know things seem out of control, but as long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe, I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're doing awesome. I don't think so. My nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. None taken. Ja. Oh, it's a pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you're here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive when you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thank again for coming, Max. I, need to get my drink on. Can you bring me some water? Okay. Was ist das jetzt hier für ein Raum eigentlich? Bathroom Area, Gasmask optional. Wir haben völlig neues Tagebuch. 4. September. So viel zu tun. Wenn ich nur die Zeit anhalten könnte, um all die coolen Sachen zu beachten, die passiert sind, seit ich wieder in Arcadia bin. Blackwell rockt, 21. September. Oh ja, ich bin älter und dank Vic und Nathan auch modischer. Sie überrascht mich mit einem schicken Pork Pie Hut aus Stroh, verpackt im Furoshiki-Stil. Beste Geburtstagsparty aller Zeiten und der betrunkenste. Kann nicht schlafen. 4. Oktober, liebes Tagebuch. Kennst du mich noch? Zu beschäftigt zum Schreiben. Muss Fotos machen, muss leben, muss Freunde finden. Sollte mich bei Chloe melden. Aber zuerst Vortex. Die Party beginnt. Ja. Wir haben auch hier nur Max. Ich will hier nochmal kurz reingucken. Ja, das Foto hat gezählt, auch wenn es dann nachher nicht drin stand in der Auswertung, dass wir kein Foto gemacht hatten. So, dann lass uns mal in dieser Episode gucken. Was haben wir denn für Fotos?
Das sieht mir aus wie irgendein Fenster mit einem Indianeranhänger. Ein Nest. Ja, ein Steinhaufen. Ein Herz aus... Weiß ich nicht. Wieder ein Wal. Da müssen wir bestimmt am Strand. War da nicht? Na, ist egal. Dass wir da so einen toten Wal fotografieren. Eine Windmühle. Sonne hinter Gittern. Ein Adlerfuß. Füße. Ein Skelett mit Skateboard. Naja, okay. So, wir sollen für Chloe was zu trinken besorgen. Hier ist ihr Becher. Instead of handing Chloe a bong, I'm feeding her water. Did I give her a choice? Wir gucken erstmal weiter. Was haben wir There's hier? the old Chloe. Whoa, Chloe can totally control her computer. It's so great people get this high-tech help. That is so incredible. And she can browse cat videos on the web. Chloe is still a punk at heart. But she can't stage dive anymore. Black Flag Tribute Band. Low Pants Eyes. The Disco Boys. Groovy Ghoulies. Pisshead. Dorothy Twister. That's so cool that Chloe has made friends online. Lesen. Handweird Chat. Willkommen in Handweird Chat. Handyboard. Zu ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie nie persönliche Informationen im Chat preisgeben. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich mit den Regeln in unserem Chat vertraut zu machen. Miss Blue, was machst du gerade? Ignatius, mit dir reden. Haha, ohne Witz. Ich ziehe mir gleich zurück in die Vergangenheit rein. Oh mein Gott, liebe es. Scott Bakula ist super. Scott Bakula? Hat er nicht Dings gespielt hier? Captain Archer? Ignatius, das bist du auch. Ich hoffe, wir können uns bald treffen. Nicht, wenn du in San Francisco bist. Hey, ich muss zur Physio. Ich melde mich. Du schaust dann wahrscheinlich noch Bakula zu. Tu das unbedingt. Hallo. Irgendwie auch leider traurig. I should offer to put makeup on for Chloe. Not that I can, but it would be fun. Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. They're so great. Chloe's message board since the accident sure looks lonely. I didn't add much. Ein Foto. It's nice my parents sent a card at least. Chloe, wir lieben dich und du bist immer in unseren Herzen, Gedanken und Herzen. Wir hoffen, dich bald wieder lächeln zu sehen. Gute Besserung. Ryan und Vanessa Caulfield. Denk an dich. I wonder who this is. Kind of a generic card. Aha. Ich denke an dich. Liebe Chloe, es tut mir so leid, was passiert ist. Ich bin hier für dich, wenn du etwas brauchst. Ich hoffe, dir geht es bald besser und dass wir uns bald sehen. Megan. Okay. I wasn't very available to Chloe. Real nice. Chloe, ich wollte dir nur kurz schreiben, damit du weißt, dass ich an dich denke. Ich komme wie eine Null vor, wenn ich sowas wie "Ich hoffe, es geht dir gut" schreibe. Ich weiß, dein Leben ist jetzt anders. Und ich möchte nicht, dass das unserer Freundschaft im Weg steht. Ja, ich war eine Weile nicht in der Nähe, aber das ändert sich bald. Ich hoffe, es geht dir gut. Liebe Max. In Liebe, Max. At least I sent road trip selfies to Chloe. I'm sure that made her feel great. Ich weiß nicht. Ich glaube, sowas kann auch nach hinten losgehen. I still can't believe I put Chloe in that chair. Schneekugeln? Snow globes are taking over. Oh, the snow dough. I guess not everything changed. Hello, Chloe. She likes fluffy animals now.
Von Hot Dog Man. Und eine Musikanlage und einen großen Flachbildfernseher. Eine Lampe. That's a serious heat lamp. Okay. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. At least Chloe doesn't weigh that much. Mhm. Oh man. She has to use that ventilator just to breathe. That must be her mighty morphine machine. No more bongs for her. Na, dann geben wir jetzt mal das Wasser. Drink up, Buttercup. Oh man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. To me, it seems like yesterday we were little brats here, watching Power Rangers and destroying the kitchen. Oh my god. We covered everything in flour. Even my parents. That was so hilarious. But a long time ago. You're the only person that I grew up with who visits me. As you can see, I can't keep all my other friends away. You have me. I'm not leaving you, Chloe. Well, you didn't visit me a lot either. I mean, I loved your cards and photos, but... I know I wasn't around much. No excuses, I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not Supermax. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. Ja, bist du einsam? Ist ja jetzt kaum zu übersehen, oder? Geht es ihnen gut? Sie lieben dich. They love you so much. I know. My mom and dad are so cute. They always pop in here and make sure everything's okay with me. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. Can they pay all the bills? No way. They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost $1 million a year. Chloe, you're priceless. No pun intended. You're such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Ja, von da könnte das auch mit dem blauen ankommen. Das ist wohl wahr. So, da haben wir DVD-Spieler. Was sind wir jetzt hier? Schneeri. Wir suchen mal in der Schublade nach dem Film. Ah, here's the DVD. Oh, gleich gefunden. Oh my god. I made that mix for her when we were 12. Haben sie das nicht als Cover genommen für den Soundtrack? Ich glaube ja, das Bild erscheint, das ist glaube ich auf dem Max, it's Soundtrack-Album. so cool that you're here again. I'm glad you think so.
Hier haben wir noch Schubladen, dann gucken wir da nochmal rein. Wowzer. Chloe was a straight A student. Oh, She could have gone to any college. nicht schlecht. Gutless bastard. I am so glad Chloe stole your bullshit fund. Even if it wasn't another reality. Lesen wir mal. Sehr geehrte Mr. Price, sehr geehrte Mrs. Price. Als Direktor stehe ich Ihren zahlreichen Anfragen zu Chloes besonderen Ansprüchen bezüglich ihres Rollstuhls und der Barrierefreiheit wohlwollend gegenüber. Blackwell ist stolz darauf, dass Schüler mit Behinderung vollständige Konformität mit dem Behindertengesetz erwarten können. Allerdings wurden Campus- und Schulgebäude vor 1977 errichtet und sind noch nicht den modernen Renovierungen unterzogen worden, die zur Erfüllung der Bedürfnisse ihrer Tochter und ihres bedauernswerten Zustandes nötig sind. Unglücklicherweise machen die jüngsten und beklagenswerten Budgetkürzungen in der Bildung viel mehr Spende erforderlich, um die Blackwell Academy auf den neuesten Stand zu bringen. Aber dieser Tag wird kommen. Chloe ist zweifellos eine unglaubliche Schülerin und hat trotz ihres Handicaps großes Potenzial. Ich glaube, sie würde das H. Miskatonic Institut in Beuthen als passendere und bereichernde schulische Umgebung empfinden. Das Institut verfügt über eine lange Liste an Absolventen mit Behinderungen und ich weiß, dass Chloe dort ihre akademischen Glanzleistungen in einem angenehmeren Umfeld fortsetzen kann. Angesichts ihres hervorragenden Notendurchschnitts besteht kein Zweifel, dass Miskatonic Chloe mit offenen Armen empfangen würde. Ich hoffe, Sie werden diesen Vorschlag ernsthaft in Erwägung ziehen, da ich sicher bin, Ihre Tochter würde eine Schule bevorzugen, die ihren vielen Bedürfnissen gerecht wird. Ich füge ebenfalls Broschüren anderer potenzieller Schulen in Oregon hinzu. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte mein Sekretariat, bloß nicht mich. Naja gut, wenn er kein Geld hat, das Ding umzubauen, was willst du machen, ne? Kann man ihm jetzt nur bedingt ankreiden. Despite everything, they're still a happy family again. It's cool that in this reality, Chloe really loves skating too. Mhm. So, haben wir sonst noch was Neues jetzt dazu bekommen? Heber, Beatmungsgerät. Hier können wir nochmal in ihre Schubladen gucken. Nothing but medical supplies. Wir können Taschentuch benutzen. Thanks. I think you missed a grain stuck in my eyeball. Hard to believe how just a little sand can cause such a big mess. It's like that Chinese proverb. A spark can start a fire that burns the entire prairie. You know, like the butterfly thing. So I've heard. Mhm. Hier schon ein Easter Egg zu Life is Strange 2. She has to use a lot of lotion Before the to keep her Storm? blood Nicht 2. circulating. Nicht 2, Before the Storm. Okay, na dann los, dann lass uns den Film hier angucken. So, haben wir Blade Runner geguckt. Blade Runner. Ich glaube, das ist ihr Lieblingsfilm. Das erfahren wir dann später in Dingenskirchen hier. Wie heißt es? Before the Storm. Und ich glaube noch ein paar andere Dinge diesen Film betreffend. Aber okay.
Dann, wenn es soweit ist. I cannot believe you fell asleep so fast. How dare you? I know you were beat down after the day with me, and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. Fuck. I'm getting my regular head pains. Can you, pretty please, go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. My parents keep the swag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Ja, dann gehen wir hoch und holen ihr Morphin. So, wo kommen wir jetzt hier rein? Ach nee, hier geht's zur Toilette. Jetzt können wir hier die Tür öffnen. Okay. Ach du, jetzt haben wir hier das ganze Haus nochmal. Na dann los. Hier steht noch der alte Fernseher, den schönen neuen He gave Flatscreen. Chloe their giant expensive HD TV, and they use her shitty tube television. Oh, Victoria schreibt. Meine gute Freundin Vic. Bist du beschäftigt? Vermeide Hausaufgaben wie immer. Ich sagte doch, ich helfe dir. Du lässt mich noch nie. Noch nie. Okay, lass das Drama. Du hilfst mir durch deine bloße Existenz. Ich versuch's. Und ich hab das Supergras von... Du weißt schon, wem besorgt. Nur zur Info. Bewahr das für mich auf. Muss weg. Bis dann. Komm heute Abend in meinem Zimmer. Max, alles cool? Ich wollte nur sicher gehen, weil du vorhin so schnell abgehauen bist. Nathan macht sich auch Sorgen. Wenn du reden willst, melde dich, okay? Hab dich lieb. Max, wenn du sauer bist, dann sag's mir einfach, okay? Funkstille? Wenn du reden willst, meine Tür steht offen. Ach du Scheiße. Ja, Max ist jetzt hier eine ganz andere. Es ist eine Schande, dass du dich mit diesen Leuten rumhängst. Ich dachte, du wärst anders. Alicia, ich habe gesehen, wie du Klopapier an mir geworfen hast. Oh mein Gott. Ich habe so nicht auf dich gezielt. Ich schwöre, tust nie wieder. Taylor? Max, danke nochmal, dass du mit mir Mama besucht hast. Ich glaube, sie hätte lieber dich als Tochter. Denke nicht, deine Mutter ist eine Kämpferin wie du. Ja klar, ich habe geflennt wie ein kleines Mädchen. Ich auch. Du hast es nur nicht gesehen. Es ist okay zu weinen. Es wird öde. Mein dämliches Handy ist gleich alle. Ruf mich zurück. Nathan, yo, Max, bist du da? In der Dunkelkammer entwickle Fotos für den Wettbewerb. Cool, also kein Two-Waits für dich. Noch nicht, sehe später. Peace. Mama? Ach du je. Herzlichen Glückwunsch, Maxine. Wir können nicht glauben, dass du schon 18 Jahre bei uns bist. Maxine, deine Mutter hier, wir müssen über einige deiner Rechnungen reden. Bist du da? Ja, gib mir etwas Zeit zu antworten. Ich kann nicht im Unterricht texten. Einige Lehrer werden dann mega pissig, wenn man sein Handy rausholt. Ja, weil es extrem unhöflich ist. Und sei nicht so zickig zu mir. Entschuldige, langer Tag mit Hausaufgaben. Du bist nicht die Einzige. Deswegen haben wir uns gefragt, ob du so viel ausgeben musst. Wir möchten, dass es dir an nichts fehlt, aber dein Stipendium deckt nicht alles ab. Du hast gesagt, ich könnte deine Kreditkarte benutzen, wenn ich sie brauche. Ich habe nur Filme gekauft, keine Kamera. Vielleicht wird es Zeit, auf digital umzusteigen. Ich rufe dich später an, muss los. Schmoll nicht, ich liebe dich. Hey, Liebling, hoffe, du lässt deine Pflanze nicht verdursten, aber tränk sie auch nicht, Mama. Und Chloe. 27:03 und dann 11:08. Hallo Max, dies ist William. Wenn du Chloe kontaktieren willst, kannst du diese Nummer benutzen. Sie würde sich freuen, von dir zu hören. Bis hoffentlich bald.
Hey Chloe, Maxine hier. Ich weiß, es ist eine Weile her, aber ich wollte dir sagen, dass ich jetzt auf die Blackwell gehe. Ich hoffe, deine Nummer stimmt noch. Max ist zurück. Blackwell ist super. Du bist so klasse. Aber am besten, wir können wieder rumhängen. Also ja, meine Nummer stimmt noch. Cool, ich habe einen Haufen Hausaufgaben, aber wir sehen uns bald. Lass mich nicht zappeln, es ist schon zu lange her. Ich weiß, ich besuche dich bald. So, naja, dann hätten wir das hier auch. Und wieder einmal können wir hier, ich meine, gut, da hat man natürlich die einzelnen Räume, die man hier mal gebaut hat, immer wieder recycelt. Damn. This is just for Chloe's basic supplies. Oh. Sanitätsartikel. $8.000. Bonjour. That's great they finally went to Paris. Okay, ich habe eine neue Gesprächsoption. Ich denke mal mit William dann. Oh oh. Yep, that's the same graffiti from before. These whales are just a preview of the tornado to come. And the Prescott Foundation? Jesus. Gestrandete Engel, die Suche nach den Walen. Die Küsten Arcadia Bays dienten einst als entzückender Zugang zum Pazifik und zu ferneren Gewässern. Jetzt sehen sich Anwohner und Touristen mit dem traurigen und surrealen Anblick von Grauwalen konfrontiert, die aus unerklärlichen Gründen an Land schwammen und in ihr verderben. Die Walschule wurde Mittwoch, den 9. Oktober am frühen Morgen gesichtet und mindestens ein halbes Dutzend Tiere fand sich innerhalb weniger Stunden am Strand wieder, entweder tot oder im Begriff zu sterben. Smartphone-Aufnahmen enthüllen keine ungewöhnlichen ozeanischen Aktivitäten oder übermäßige Verschmutzung. Derzeit studieren Ökologen und Meeresbiologen aus dem ganzen Land sorgfältig Proben der Wale und ihrer Umwelt. Die Prescott-Stiftung hat im Angesicht des lokalen Ausmaßes dieses ökologischen Mysterium bekannt gegeben, zusätzliche Mittel für die Forschung zur Verfügung zu stellen. Auf der nächsten Seite wird es fortgesetzt. Achso, haben wir hier gedrückt hier? Nächste Seite. Rachel Amber is even missing in this reality. I guess I can't change everything. Suche nach beliebten Teenager wird fortgesetzt. Rachel Amber, eine brillante Schülerin der Blackwell Academy, wurde seit 6 Monaten nicht gesehen und doch verstärkten Familie und Freunde ihre Bemühungen in der Suche nach der 18-jährigen Bewohnerin Arcadia Bays. Die Polizei und das FBI verfügen über wenige Hinweise und Informationen in diesem Fall, was das Interesse der nationalen Reality-TV-Show Wo sind sie hin? Weckte. Die Familie Amber bietet eine Belohnung für jegliche Informationen, die zum Aufenthaltsort ihrer Tochter führen können. Für weitere Details kontaktieren Sie bitte. Okay. Ja, alles konnten wir nicht ändern. Hier ist das Glas. No change to spare anymore. Now it's back to cookies. Okay, da ist kein Kleingeld mehr drin. Ne? Choices of food coupon boss. Naja, muss man sich damit arrangieren. Was willst du machen, ne? So, hochgehen sollten wir nachher wegen diesem Morphin-Ding. Also reden wir jetzt erstmal mit William. Am I bothering you? Why, yes, Max. I love going through bills. Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. So what's on your mind? So you finally made it to Paris. Oui, as they say. Not me, because I can't speak French. But it was a great experience, especially for Chloe. I can see her loving it there. You guys rock for going on a family adventure like that. She talked about going to school there, but that's not practical anymore. It's not fair, Max. I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive, and she's been a trooper. She is amazing.
I'm so glad you're here to help her. And be her father. I'm so glad Joyce is here to help us both. Max, I just hate to think of what would happen to Chloe if I wasn't here. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. I think it's great for Chloe to see you. Makes Joyce happy, too. So, it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it? What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? It is Nostradamus-type shit, pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. I was reading about that missing girl. Rachel Amber. Oh, yes, she went to Blackwell, right? Oh, poor thing. That's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might lose her someday. The Prescott family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question? Sounds like you know them well. More than I want to. But Joyce has to work for those greedy bastards at Pan Estates. I don't even like to think about it. I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. The insurance helps, but I don't know, Max. I know it must be hard on you guys, financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But we'll get through it. Price is always right. Get it? No? I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. Ja, halte mich von den Rechnungen fern. They might get their own home taken away because of medical bills. That's terrible. Mit diesem Brief informieren wir Sie darüber, dass Sie mit Ihren Zahlungen für Ihre Hypothek im Verzug sind. Derzeit ist die Summe von $12.000 auf diesem Konto zahlbar bis zum 1. August. Die Summe ist seit dem 1. März 2009 überfällig. Sie haben diverse Zahlungsaufforderungen oder Bitten zur Konsolidierung Ihrer Schulden ignoriert. Wenn die vollständige Summe von $12.000 nicht innerhalb von 15 Tagen bezahlt wird, müssen wir den Prozess der Zwangsvollstreckung Ihres Hauses beginnen. Wir haben Sie in mehr als angemessenem Ausmaß gewarnt und sehen uns gezwungen, entsprechende Maßnahmen zu treffen. Mit freundlichen Grüßen. Tja, naja. No, I don't think Joyce's tips will cover all this. Joyce and William never had a garage sale before. Okay, Sie verkaufen mal so. Naja. They're drowning in debt. Just to take care of their daughter. Such bullshit. Kundendienst Happy Credit Card. Sehr geehrter, Ihr gemeinsames Konto ist jetzt geschlossen und überfällig. $3.458. Nächste. Aufgrund neuer Kürzungen Staats und Bundes müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Versicherung Chloes physische Rehabilitation nicht länger abdeckt. Wir können Chloe zu der üblichen Rate von $1.250 pro Woche wieder ins Programm aufnehmen. Na toll. Das ist ja super. So. Dann drücke ich jetzt hier auf Hinaufgehen, weil dann wird auch gespeichert und dann sind wir schon wieder wahnsinnig weit in dieser Folge. Und ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ahoi und ciao, ciao.